Bestimmt hast du bereits erraten, um welches Thema es in dieser Spezialfolge von Wer glaubt denn sowas geht? Wenn nicht, überleg noch mal kurz. Hurra! Es geht um Ostern! Mein bester Freund, Jack Box, der alles weiß und alles checkt, steht schon in den Startlöchern. Lass mich erst aber mal selbst sagen, was ich über Ostern weiß. Ostern feiert man jedes Jahr an einem anderen Datum. Dieses Jahr ist der Ostersonntag, der 17. April. Letztes Jahr war es der 4. April. Warum eigentlich nicht immer am gleichen Datum? Wie peinlich. Jetzt weiß ich schon nicht mehr weiter. Jackbox, bitte, hilf mir mal. Schon die frühen Christen fragten sich, wann man Ostern genau feiern soll. Eigentlich war es ein Fest bei den Juden, Pessach oder Passafest genannt. Nach vielen Diskussionen einigte man sich auf Folgendes. Ostersonntag soll der Sonntag sein, der auf den ersten Vollmond im Frühling folgt. Frühlingsanfang ist immer der 21. März. Dieses Jahr ist der erste Vollmond am Samstag, 16. April um 20:55 Uhr. 5 vor 9 Uhr nachts. Bist du da noch wach? Also ich nicht. Dem Mond ist das egal. Mir ist aber fast nichts egal. Ich möchte mal wissen, wie die Juden dieses Passafest überhaupt feiern. Jackbox, kannst du uns mal bitte was darüber erzählen? Pessach ist eines der wichtigsten Feste im Judentum. Der Name des Festes kommt von dem hebräischen Wort für verschonen oder vorübergehen. Es wird auch Passafest, Fest der Freiheit oder Fest der ungesäuerten Brote genannt. Gefeiert wird es jedes Jahr 7 Tage lang im März oder im April. Dieses Jahr beginnt es am Abend des 15. Aprils. Die Juden erinnern sich daran, wie ihre Vorfahren vor ca. 3000 Jahren in der Sklaverei in Ägypten gelebt hatten. Dann kam Mose und wollte sein Volk aus der Gefangenschaft herausführen. Das ging aber nur mit Gottes Hilfe, denn der Pharao, der ägyptische König, wollte das Volk Israel nicht gehen lassen. Waren sie doch billige Arbeitskräfte. Gott schickte 10 Plagen über die Ägypter und verschonte das Volk Israel. Die 10. Plage war besonders schlimm und endlich ließ der Pharao die Sklavinnen und Sklaven ziehen. Sie mussten Ägypten in großer Eile verlassen, damit es sich der Pharao nicht mehr anders überlegen konnte. So hatten sie keine Zeit mehr, ihren Brotteig gären zu lassen. Folglich war der Teig nicht durchsäuert, als sie ihre Teiglinge schnell in den Ofen schoben. Heraus kamen die flachen und knusprigen Matzen, die man heute zum Passafest isst. Boah, wie interessant! Jesus war doch auch Jude. Darum ging er mit seinen Jüngern bestimmt auch zum Passafest. Jackbox, kannst du uns mal bitte was darüber erzählen? Aus der Bibel Johannes Evangelium Kapitel 12. Am nächsten Tag verbreitete sich unter der Volksmenge, die zum Passafest gekommen war, die Nachricht: Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen die Menschen Palmenzweige, liefen Jesus entgegen und riefen ihm begeistert zu: Gelobt sei Gott, gepriesen sei der in Gottes Auftrag kommt, der König von Israel. Jesus ließ sich ein Eselfohlen bringen und ritt auf ihm in die Stadt. Yes, ich hatte recht. Jesus ging, beziehungsweise er ritt
nach Jerusalem zum Passafest. Und was hat er da erlebt? Das möchte ich gerne selber nachlesen. Jackbox, wo steht bitte was darüber? Ah, er schickt mir eine SMS. Moment. Im Buch Lukas, Kapitel 22, Vers 7. Okay. In der letzten Episode haben wir gelernt, dass die Bibel eigentlich griechisch Biblia heißt, also Bücher, Mehrzahl. Hier liegen also meine Bücher. Wo finde ich jetzt das Buch Lukas? Eigentlich hat ja jedes Buch ein Inhaltsverzeichnis. Ganz vorne. Meine Biblia bestimmt auch. Mal sehen. 1. Mose, 2. Mose, 3. Mose. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Da war's, Lukas. Seite 1477. Okay. Da ist es. Lukas Kapitel 22, 7. Dann kam der erste Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem das Passalamm zubereitet werden musste. Jesus gab seinen Jüngern Petrus und Johannes den Auftrag: Geht und bereitet alles vor, damit wir gemeinsam das Passamahl feiern können. Wir lernen also, das Passafest muss sehr gut vorbereitet werden. Am Sederabend, dem Abend vor dem Passafest, wird der Tisch mit Speisen von symbolischer Bedeutung gedeckt. Ungesäuertes Brot, Matze als Symbol der Eile kennen wir ja bereits. Salzwasser als Symbol des Weinens über die Zerstörung des Jerusalemer Tempels, ein Becher Wein, der für den Propheten Elia bestimmt ist. Karpas. Sellerie, Radieschen, Petersilie oder Kartoffeln als Frucht der Erde symbolisiert die zermürbende Arbeit in Ägypten, bei der man oft bis zu den Knien in der Erde steckte. Die jeweils verwendete Erdfrucht wird während des Mahls in Salzwasser getaucht und gegessen. Beta, eingesottenes Ei, zum Zeichen der Gebrechlichkeit menschlicher Geschicke, aber auch der menschlichen Fruchtbarkeit. Es symbolisiert den Kreislauf des Lebens, Geburt und Freude, Tod und Trauer. Maroch, ein Bitterkraut, meist Meerrettich, auch Römersalat, als Zeichen der Bitterkeit der Knechtschaft in Ägypten. Sroa, eine angebratene Lammkeule mit wenig Fleisch, die an die biblische Vorschrift der Opferung des Passalamms im Jerusalemer Tempel erinnert. In jüdisch-veganen Kreisen wird die Lammkeule durch geröstete rote Beete ersetzt. Jetzt möchte ich mal lesen. Charosset, eine Mischung aus Apfel bzw. auch Feigenstücken und Datteln, Nüssen und Mandeln mit etwas Rotwein, Zimt oder Ingwer als Symbol für den Lehm, aus dem die Israeliten in der Knechtschaft Ziegel herstellen mussten. Haseret, ein zweites Bitterkraut, kann aus derselben wie auch aus einer anderen Gemüseart als Maroch sein. Meist ist es ein Salat und wird zusammen mit dem süßen, klebrigen Charosset und der Matze als Sandwich gegessen.
hat Jesus mit seinen Jüngern das damals mit Sicherheit auch gegessen beim Passamahl. Seine Jünger, das waren 12 Männer, die Jesus die ganze Zeit nachgefolgt sind und alles mitgekriegt haben. Man kann sagen, sie waren echte Follower. Und sie haben sich bestimmt an den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten erinnert. Und woran erinnern sich die Christen an Ostern? Jetzt kommt doch noch was aus meinem Gedächtnis raus. Sie haben Jesus ans Kreuz genagelt. Warum wohl? Hab nie gehört, dass er was falsch gemacht hätte. Aber er wurde behandelt wie ein Schwerverbrecher. Wenn ich mir das so vorstelle, wie traurig ist das denn? Jackie, bitte, was weißt du dazu? Gibt es dabei auch noch eine gute Nachricht? Der Karfreitag ist im Zusammenhang mit Ostern für die Christen einer der höchsten Feiertage. Nach ihrem Glauben litt und starb Jesus Christus und nahm im Kreuzestod freiwillig die Sünde und Schuld aller Menschen auf sich. Der Ostersonntag ist im Christentum der Festtag der Auferstehung Jesu Christi, der nach der Bibel als Sohn Gottes den Tod überwunden hat. Es ist der ranghöchste Feiertag im Kirchenjahr. Durch Tod und Auferstehung Jesu wird allen Menschen erst Sündenvergebung und damit Errettung aus dem Tod und ewiges Leben zuteil. Boah, krass! Jesus Christus war tot und ist auferstanden! Echt krass! Hast du das schon mal gehört? Einer wird umgebracht und wird dann wieder lebendig. Wer glaubt denn sowas? Die Christen glauben fest daran. Manchen von ihnen ist das Osterfest viel wichtiger als Weihnachten. Im Dezember feiert man ja die Geburt von Jesus. Also nicht den Geburtstag des Weihnachtsmanns, sondern den von Jesus Christus. Ist ja irgendwie schräg, dass dann alle Geschenke bekommen. Nur Jesus, das Geburtstagskind, kriegt keine. Wir sind heute echt top beschenkt worden, oder nicht? Wir haben viel gelernt, super. Allerdings bleibt für mich eine Frage übrig. Was ist denn nun wichtiger? Die Geburt von Jesus oder seine Auferstehung? Ohne Geburt könnte er nicht auferstehen. Oder ist eine Auferstehung wie eine zweite Geburt? Mann, oh Mann, da habe ich ganz schön was zum Nachdenken. Was meinst du dazu? Schreib mir doch mal bis zum nächsten Mal. Bis dahin verabschiede ich mich, so wie man sich unter den Juden verabschiedet, auf Hebräisch mit einem herzlichen Shalom. Shalom bedeutet zunächst Unversehrtheit und Heil. Doch mit dem Begriff ist nicht nur Befreiung von jedem Unheil und Unglück gemeint, sondern auch Gesundheit, Wohlfahrt, Sicherheit, Frieden und Ruhe. Außerdem ist Shalom eine der verbreitetsten Grußformeln in Israel und dient auch als Abschiedsgruß. Shalom!